5 Tage nach dem Start des Schiffes in Hamburg begannen in Gibraltar die Vorbereitungen auf der Baustelle für die Verladung der beiden Gastanks. Als erstes begannen die spanischen und portugiesischen Subunternehmer damit, Holzrampen zu installieren. Kleine Betonmauern auf der Stellfläche für die Gastanks mussten später mit den Fahrzeugen überfahren werden und deshalb wurden jetzt mit Holzbalken Rampen gebaut. Nach den Holzrampen wurden die Abstellplätze für die Gastanks mit Eisenplatten und sogenannten Elefantenfüßen vorbereitet. Jeder Tag auf der Baustelle begann mit dem Treffen des gesamten Teams zum Safety Report, wo die Sicherheitsvorkehrungen für die bevorstehenden Arbeiten besprochen wurden. Heute ist der zweite Tag der Vorbereitungen hier auf der Baustelle in Gibraltar. Wir bauen heute den zweiten Selbstfahrer zusammen, parallel gekoppelt, mit zusätzlichen Hilfssätteln für die Tankinstallation. Dann ging es weiter mit der Installation der SPMTs, den selbstfahrenden Modulachsen. Jeweils 2 Vierachsmodule wurden parallel montiert, um das Gewicht der Tanks optimal zu verteilen. Der Plan war also, die Tanks mit den Schiffskränen auf den Elefantenfüßen abzusetzen. Die SPMTs mit den montierten Halbschalen sollten dann die Tanks anheben und über die Holzrampen bis zum Zielfundament fahren. Nachdem das Schiff aufgrund eines technischen Problems einen Tag später als geplant in Gibraltar eintraf, begannen nun die letzten Vorbereitungen für das Abladen des ersten Tanks. Das Schiff wird jetzt auch gleich anlegen. Um 19:15 Uhr ist Berthing erwartet und dann geht auch gleich die Endladeoperation los. Das Anlegen der Fairlift verlief noch ohne Probleme, aber schon beim Versuch, den Kranhaken anzuschlagen, bemerkte man einen etwas zu hohen Seegang. Das Problem war dabei nicht unbedingt die Höhe der Wellen, sondern die ungünstige Frequenz, die für die Kranverladung zu einem Risiko werden könnte. Aus Sicherheitsgründen entschied man sich dann, die Verladung auf die nächste Nacht zu verschieben. Auch in der zweiten Nacht machte der Seegang einen Strich durch die Planung. Es bestand immer noch die Gefahr, dass der Tank beim Anheben das Schiff oder den zweiten Tank beschädigen konnte. Um diese Beschädigung zu vermeiden, wurde ein Tank erstmal in den ruhigen Gewässern eines nahegelegenen Hafenbeckens abgeladen. In der nächsten Nacht stimmten dann endlich alle Bedingungen und der erste Tank konnte abgeladen werden. Beide Schiffskräne hoben den Tank synchron an, um ihn dann zwischen sich hindurch in Richtung Baustelle zu bewegen. Nach 1,5 Stunden war es dann endlich geschafft und der erste Tank stand sicher auf den Podesten an Land. Gegen 16 Uhr desselben Tages ging der Tank dann auf die letzten 50 Meter bis zum Ziel.
Die Halbschalen wurden montiert und die selbstfahrenden Achsen fuhren unter den Tank, um ihn dann anzuheben. Die Ladung wurde gesichert und nach einer kurzen Abstimmung ging es dann los. Zentimeter für Zentimeter mussten die beiden SPMTs absolut synchron über die Holzrampen bewegt werden. Mittlerweile brach die Dunkelheit herein und das Schiff kam mit dem zweiten Tank an die Kaimauer, als der erste Tank auf seinem Etappenziel ankam. Jetzt galt die gesamte Aufmerksamkeit des Teams wieder dem Abladen des Tanks vom Schiff. Wie in der Nacht zuvor verlief die Verladung problemlos, aber dennoch waren alle Beteiligten erleichtert, als der Tank sicher angekommen war. Am Zielfundament angekommen, musste der Tank dann noch mit der Hydraulik der Modulachsen auf die Schrauben des Fundaments abgesenkt werden. Gestern Abend oder heute früh in der Nacht haben wir den zweiten Tank noch entladen aus dem Schiff heraus und haben heute im Laufe des Tages den ersten Behälter auf Fundament gestellt. Am 10. Tag ging es dann endlich auf die Zielgerade. Der zweite Tank legte die letzten Meter zurück. Gegen 12 Uhr mittags war es dann geschafft. Beide Tanks hatten ihre Reise aus dem tschechischen Děčín bis nach Gibraltar unbeschadet überstanden. Nach 1,5 Jahren Vorbereitung haben wir heute den zweiten Tank hier auf Fundament gestellt. Wir sind jetzt schon bei den Aufräumarbeiten, werden morgen die Baustelle verlassen zunächst und dann im Februar, Mitte Februar die nächsten 2 bzw. vielleicht sogar alle 3 Tanks anliefern. Thank you for a great job you've done so far. The next step will be in February, so be prepared for that. And that was very pressure for all of us to cooperate together. Thank you for being committed for this job, and see you in February. And hopefully in better conditions without these so many confusions, and we will actually do what we've come to be done here. Neun Wochen später wurden dann die letzten 3 Tanks in Gibraltar angeliefert. Wieder wurden Winden am Schiff und an Land eingesetzt, um die Schwingungen der Tanks beim Entladen zu minimieren. Nach 4 Tagen standen dann alle Tanks auf ihrem Fundament und das Team konnte den Auftrag erfolgreich abschließen.